Nochmal zu dem Thema Inhalt für die Leute heutzutage. Es geht ja auch darum, wie Inhalte vermittelt werden und über welche Plattform beispielsweise. Und jetzt schauen wir uns mal an, warum die Art und Weise, wie gerade aktuell Beiträge gepusht werden, algorithmisch und besonders produziert werden, warum das eigentlich gar nicht so geil ist. TikTok is evil. It's killing our attention spans and... Wait. What is all this? It looks like we went from being able to have a normal conversation or watching a slow scene in a movie Oh, ich leide so darunter. to now needing all sorts of devilish tricks to keep our attention on something. Vertical scrolling feeds with wicked smart algorithms and short bits of content have invaded every corner of the internet. Whether you call them shorts, reels, TikTok, I mean, even Spotify now has jumped on the train. Habt ihr das eigentlich mitbekommen, dass es mittlerweile auf Spotify auch so weit ist, ja? TikTokification Das macht diese ganze Plattform kaputt. Der eigentliche Sinn dieser Plattform ist, nicht drauf zu gucken. is complete. And after these companies turn what we watch into, well, this, now they have a huge problem. They now realize that the swipe dopamine machine that they built is broken at the core. But if we look beyond this noise and what's happening now, there is a light at the end of the tunnel. A solution that can turn this short-form algorithmic mess into something really positive. Da bin ich jetzt mal gespannt. Ich bin ja kulturpessimistisch. Ich glaube nicht, dass es da besser wird. Es wird alles eigentlich immer nur schlechter. So, das ist meine Position. Jetzt überzeugt mich vom Gegenteil. Not only for the companies that make these, but also for us, the users, for once. But to understand it, we first have to understand the real reason why everything became a copy of TikTok. Na, weil TikTok so erfolgreich war plötzlich. Es wird doch immer sofort das kopiert, was am erfolgreichsten ist, um eine Konkurrenz, die irgendwie damit verhindert werden kann, dass die irgendwie groß wird und hochkommt und so weiter und so fort. Zuckerberg's Reels, where they are just the latest in a series of features that they just copied from others. Spotify is now making this vertical scrolling algorithm recipe their new homepage to discover music and podcasts. And even Amazon, who doesn't really have content to show, has found a way somehow to add this Inspire feed. Oh, das kann nicht wahr sein. Bitte, recently was? Das scheint bei uns noch nicht ausgespielt zu sein, oder? have been taking over more and more of the homepage, and even Reddit has jumped on the train. Because everywhere you look, the recipe is always the same. Take your content, make it so that it now becomes scrollable videos, make them autoplay, add a smart AI algorithm, and you're done. And there's one specific reason why Das Schlimme ist, es geht ja noch nicht mal mehr um das Video. Es geht einfach nur noch darum, dass man den Algorithmus füttert. Das ist ja das Schlimme. Das macht mich ja so fertig. Ich wüsste ganz genau, wie ich meinen Content produzieren müsste, dass der halt einfach so viral tauglich ist, aber ich will nicht, weil ich dann keinen Bock mehr auf Content habe. Und deswegen ist der Content, den ich mache, halt so deswegen kann er nicht erfolgreich sein. Aber wenn er so wäre, dass er erfolgreich sein kann, habe ich keinen Bock mehr drauf. Wisst ihr, das ist das Problem, in dem ich gefangen bin. this makes total sense for all these companies, and that is that they have just too much content. We went from 6 hours of videos uploaded every single minute on YouTube in 2007 to over 500 hours a minute uploaded today. Every day, 60,000 tracks are added to Spotify. That's 21 million tracks a year. And just think that in 2008, the entire iTunes music store had only 8 million tracks. Now, let's be clear, this is amazing. New creativity, new points of view, new ideas, people building a career in this creator economy. But the platforms where this all started now have a problem. People's time is limited, so how do you surface all this content to your users? They've tried having you search for things, they've tried having you click on stuff. Then came trending tabs and like counters all the way to social. And now there's this shiny new thing on the Jetzt müssen sie die Leute dazu zwingen, etwas zu sehen. Automatisch einfach. horizon. Vertical scrolling. Das ist eine super Idee eigentlich. Es wird immer mehr... das Verständnis für das Problem, wenn wir ganz ehrlich sind, dass das Problem eigentlich ist, es gibt so viel Content und man will so viel Content wie möglich haben, aber diesen Content müssen auch irgendwelche Leute noch konsumieren können. Also muss alles darauf umgebaut werden, dass sie möglichst viel Content irgendwie konsumieren. Und deswegen wird man auch gezwungen, dass Beiträge immer kürzer werden, weil man hat ja gar keine Zeit mehr für lange Beiträge. Videos and smart algorithms. It seems like it's the perfect solution, not only because it's based on videos, which is one of the most immediate and engaging types of medium, but also because it's an established design pattern now. This means that if you show this to someone, they will automatically know what to do.
Scroll down, double tap to like, here are the comments. Everybody knows how this works. It's baked into the minds of billions of people now. So if I am one of these big companies, I'm incentivized to build something that people are already familiar with, so I don't have to reinvent the wheel. And this is why company after company, platform after platform, they all fell victim to this TikTokification. But the consequences of this are getting darker and darker. When the first movies with sound started to appear in the 1920s and 30s, the style of movies themselves changed dramatically. From being very visual and having to show what was happening, we now have entire movies that are just a bunch of people talking in rooms. The medium, the way we consume something, almost always ends up having a big impact on the content itself, the information, the art. And vertical style. Ja, und dann kam Fast and the Furious raus und alles ist zu Ende gewesen. TikTok videos are no exception to this. Because now you need to hook people in, make them watch as much as possible of that 1 minute video. So people started to realize that they can just use tricks. And they started cramming those into the videos, like those subtitles that you see everywhere, ultra fast editing, even adding unrelated other clips like Minecraft. All of this in pursuit of one thing and one thing only: retention. Or how much are you able to keep users watching? Es ist halt echt so. Oder seit ein paar Jahren ist es auch auf YouTube so, dass nichts so sehr zählt wie die Zeit, die die Leute mit deinem Content verbringen. Und da die Aufmerksamkeit der Menschen immer geringer wird, also wirklich von allen Menschen, wird auch die Videolänge, die ich bespielen kann, sukzessive kürzer. Es wird einfach sukzessive. Ihr glaubt es nicht, wie ich das in den letzten 2 Jahren einfach beobachte, wie selbst bei meinen Videos die Aufmerksamkeitsspanne geringer wird. Nach hinten raus. Und dabei glaube ich zu wissen, wie man so bei der Kernaudience das Interesse aufrechthalten kann. So vom Erzählfluss. Das ist ja auch der Grund, warum ihr initial mal bei mir gelandet seid. Aber so eine Stunde Video, also vielleicht liegt es auch am Algorithmus, aber das kannst du nicht mehr bringen. A few months ago, I watched with my girlfriend one of my favorite movies of all time. I watched it hundreds of times. Star Wars, the first one. And she watched it for the first time. And she was bored. Now, ich habe letztens wieder die 3-Stunden-Version von Königreich der Himmel geguckt und ich muss sagen, es ist einfach, es wird nie wieder solche Filme geben. Nie wieder gibt es einen Film wie Königreich der Himmel. Oder wie Die 9 Pforten. Oder wie Mr. Nobody. Um mal meine 3 Lieblingsfilme zu nennen. Is she allowed to be bored watching a new movie? Yeah, of course. Is she allowed to be bored watching Star Wars? Absolutely not. I find your lack of faith disturbing. Jokes aside, this movie came out in 1977. This was a time where content, entertainment was scarce. There was no need of tricks to keep you watching, no crazy subtitles, no Minecraft gameplay, although it would have been interesting. Look at him, he's heading for that small moon. That's no moon. To me, this Ich fühle es so sehr. Es tut so weh. movie is a masterpiece, but by today's standards, it's just slow. But retention now is everyone's obsession because it's one metric that the mighty algorithms use to decide what to show and what not to show. And this is nothing new. In the past, it was optimizing for the best television slots, optimizing the length of a song for the radio. This obsession with viewer attention is a spiral towards keeping you watching, keeping you there, keeping you scrolling, keeping you addicted. Watch the pretty coin of gold. So that you can see more ads and the cycle continues. So earlier today I emerged from my last 25 minutes random scrolling session on TikTok. And I think I watched pretty interesting stuff. There were some interesting videos in there. But then I thought to myself, how much do I remember about what I watched? Nichts. Das ist ja das Ding. Oder zumindest prozentual sehr, sehr wenig. And the answer is basically nothing. And when I look at this new wave of short-form videos, even though they are able to keep me there for long periods of time, I feel like I'm not getting anything in return. Our short-term memory has been defined by cognitive psychologists as lasting 15 to 30 seconds, while the average length of a TikTok video at the end of 2021 was 24 to 31 seconds. This is also leading to all kinds of consequences, like lower attention spans, especially Also ich glaube ja, dass das Absicht ist, dass diese Beiträge nie länger als 30 Sekunden sind. for children of people growing up with this.
So if this is what's happening to us, the users, the companies making this should be massively profiting now. They should be swimming in money, right? Well, the reality is that the short-form video formula is already falling apart. Was? Es gibt Hoffnung? Leute, habt ihr das gehört? Es gibt Hoffnung. These feeds are a constant stream of videos where it's hard to focus on anything. So how much do you think a random advertisement from a big corporate company is gonna perform in this show? Mark Zuckerberg said in a recent investor call that the monetization efficiency of Reels is much less than Feed. Ach was! Es ist unglaublich, wie unfassbar viel Kohle in TikTok, Influencer und so weiter gesteckt wird. Als Konsument kann ich nur sagen, ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass man sich an irgendwas davon erinnert, an diese Werbung. Ich kann es mir nicht vorstellen. Und scheinbar weiß das eigentlich ein Großteil der Industrie. Hä? Und wenn es sich nicht lohnt, da Werbung zu schalten, wird es verschwinden. So the more the Reels grow, even though it adds to the engagement Es geht immer nur ums Geld. Und sobald man bemerkt, das funktioniert, glaube ich, nicht so gut. to the system overall, it takes some time away from the feed and we actually lose money. And then right after that, they took away the Reels creator fund, the way they were paying creators making Reels on Instagram. And meanwhile, while we look at TikTok, who's been incredibly successful and has been growing so much, it's still losing money. While YouTube makes money from those 5 to 15-second ads that companies use to do brand. Und deswegen ist dieser ganze TikTok-Fame komplett flüchtig, meines Erachtens. Weil diese Plattform wird sich aufgrund dieser Problematik nicht durchsetzen können. Ich glaube da immer noch fest dran. Deswegen bin ich hier auf meiner Plattform, mache mein Stuff, ziehe das durch und warte. Wie all die Jahre zuvor und sehe, wie Imperien aufsteigen und zu Staub zerfallen. Building. This is simply not possible on TikTok. Now, even if TikTok loses Also eben auch für Influencer ist Brandbuilding nicht möglich. Wer ein erfolgreicher TikToker ist, ist der in einem Jahr immer noch der bekannte, erfolgreiche TikToker, wenn er auf dieser Plattform bleibt? Vielleicht fallen ihm andere Sachen ein und er kommt da raus. Aber funktioniert das? money, this is not a big deal. They are controlled by a big company, ByteDance, so it's not a big problem. But it's clear that today, the short-form video formula is not even working for the companies that made it in the first place. And this is also showing on the other side, the side of the people making all the content, the creators. While Instagram is just saying f it and removing the whole creator fund altogether, TikTok's creator fund has been heavily criticized for giving incredibly low payouts, even if you get millions of views. Because it's a fixed amount and everybody's just scrambling to get a piece of a fixed pie. And if you look at TikTok, Reels, or even YouTube Shorts, many creators that started with these platforms now realize that they cannot build long-term and sustainable business on these platforms. Dabei vergisst du, wodurch das im Zweifelsfall gefördert wird. Wenn wir schon erkannt haben, dass die Manipulation von China gewollt ist. Mara, das Ding ist, wenn jetzt die Companies drumherum feststellen, dass es sich auch nicht lohnt, TikTok zu behalten, ist es auch nicht mehr so fern, dass man sagt, ey, wir verbieten das einfach in den USA. Also ich denke, gerade dieser finanzielle Aspekt hält da auch viele Türen noch offen, die sich ansonsten viel schneller schließen würden. Aber ey, das sind nur Vermutungen, ja, also fragt mich diesbezüglich nicht. Ich kann auch nur wiedergeben, was ich so lese und höre. So they're always looking to move to long-form content, whether it's YouTube videos or a podcast or any other ways where they can build a more solid business. And so in the end, this whole system is bad for everyone. It's bad for the companies that made it, it's bad for the creators, and it's bad for the users that fall into this black hole of scrolling. And it turns out that there is a solution to this, but to get to it, we need to look at the complete opposite direction. While this tsunami Ich mag auch die Art und Weise, wie er dieses Video macht, auch grafisch und von der musikalischen Untermalung und schön. Wir werden uns mal noch andere Inhalte von ihm anschauen. Ich bin positiv, also mal ein ganz liebes Fleißbienchen an die Person, die das auf die Liste hier gebracht hat, dass ich mir das reinziehe. Ich bin sehr positiv angetan. of short-form videos has been taking the spotlight and wiping everything in its direction, something else has been happening behind the scenes, and no one's really talking about it. Because long-form content had a renaissance. In this new world of super fast media, people who didn't want to play the game said,
fuck it and just double down on the entire opposite direction. Podcasts are making the biggest examples, with some of the most successful ones worldwide, like the Flagrant podcast or Joe Rogan, topping even 3 or 4 hour conversations. The podcasting market went from $4 billion in 2020 to $18 billion in 2022, with no signs of stopping. Then came newsletters and long-form written content, often that you pay for, with Substack leading the pack. Das habe ich mir auch schon überlegt, mal einen Newsletter zu bauen über all die politischen und gesellschaftlichen wichtigen Punkte, die so in einer Woche rauskommen. Aber das habe ich erstmal wieder auf Eis gelegt, diese Idee, weil ich ja nach wie vor gerade immer noch nicht in der Lage bin, all die anderen Sachen zu machen, die ich sowieso machen will. Oder seht ihr hier irgendwo ein Eisberg-Video? Aber es kommt auch irgendwann. Habe ich auf jeden Fall vor. And gathering over 500,000 paying subscribers for their newsletter content. And on YouTube, with the introduction of shorts, the normal videos have been getting longer and longer. So if people are getting brainwashed by these TikTok-style dopamine hits, short attention span extravaganza, why are we seeing an explosion of 3-hour podcasts and 40-minute YouTube videos? Even movies are going in a completely counterintuitive direction. In 2021, the average length of the top 10 highest grossing movies was 131 minutes. Well, back in 1981... Naja, also das macht schon Sinn, weil die Plattform gewinnt ja, wenn die Leute dranbleiben. Deswegen ist es ja umso besser, wenn Inhalte, die Leute lange an eine Plattform fesseln, erfolgreich sind. Weil das bedeutet ja, dass andere Plattformen die Aufmerksamkeit nicht bekommen. Und die Plattform kann dann sozusagen sagen, schau mal hier, wir sind die Wichtigsten, weil bei uns bleiben sie am längsten. In einer Zeit, in der der Mensch so vollgeschissen wird mit reizüberflutenden Inhalten, sagen zu können, das ist der Anker, wo sie bleiben, ist, glaube ich, auch am Markt super viel wert. It was just 110 minutes. People are getting addicted to that fast dopamine hit type of content. Yes, but they are more than willing to spend 30 minutes watching a YouTube documentary if they are able to find the right one. And this is the solution, the missing link. So let's look at what we have here. On one side we have TikTok, Instagram Reels, Shorts, whatever you want to call them. They have cracked the code on how to bring discovery to a huge library of content to billions of people. But at the same time they have created a massively addictive machine of short-term dopamine hits. It's an incredible tool to discover new stuff, but that's the only thing you can do. You cannot go deep into anything. And on top of that, the companies that make this are starting to show the first cracks because they're not able to monetize as well as they expected. And as soon as a creator gets some success, well, the first thing they want to do is move somewhere else where they can build a real business. And on the other side, it's clear that people still want to spend 3 hours enjoying a conversation or a very deep movie. And this is extraordinary, but this side has a problem. It lacks a way for people to find this interesting stuff. Have you ever tried searching for a podcast episode on a specific topic? It's an atrocious experience. And so, Gut, es gibt aber auch sehr viele Podcasts, die gar keine richtigen Topics haben, sondern nur von einem Topic zum nächsten springen. Hier sei beispielsweise lobend hervorgehoben der Podcast Zart wie Kruppstahl. Könnt ihr euch mal geben. Sind 2 sehr nette, eloquente Herren, die den betreiben. Hust. Are you getting it? This is the solution. What can finally give some sense to the scrolling machine, allow creators to finally thrive, and giving interesting long-form content the discovery engine that it really needs. And in the meantime, as always, the companies will make billions of dollars. So now, these companies have billions of dollars, tens of thousands of engineers. Thousands of engineers, designers, and product managers, but there are 3 things that they need to nail in order to make this work. The first one is, of course, to link short-form content and long-form content in a seamless way. Wie? Dann müsste doch auch das Format sich ändern. But that keeps them still separate. This vertical scrolling carnival is not the right way to watch a 30-minute documentary. Richtig. And at the same time, you wouldn't watch a series of 10-second clips on normal YouTube. And in practice, there's many ways to do this. For example, one can be to show the long-form content at the end of a short, like in this random design that I made. I'm just a product manager guy making videos on YouTube, so I leave this to them to figure it out. But what they absolutely need to make this work is number 2, which is changing what the algorithm optimizes for.
Currently, these platforms optimize for the retention of a single video, how much people watch that single short or whatever. But to make this missing link work, they need to change the algorithm to make sure it optimizes for the overall retention. So from the short content all the way to the long form content. This way you will push on the platform people that are, yes. Das Problem ist, dass es vor allen Dingen auf die prozentuale Viewzeit gerechnet wird. Ne? Also wenn du dieses Short dann nur zu 1% siehst, ist es halt katastrophal. Aber wenn man das jetzt zusammenmixt und sagt, okay, wir haben jetzt hier 30 Minuten Video, das gucken die Leute durch, aber das Short interessiert keinen, dann funktioniert das ja irgendwie nicht, oder? It's able to hook people in with the flashy stuff, but that then are able to make people keep watching long form and deeper content. Because this is the only place where platforms can really monetize with ads. And this brings us to point number 3, which is creating a platform where creators can build real businesses. If you do this properly, these companies will be able to make tons. Aber das ist nervig, das heißt, man muss ja trotzdem Shortform-Content machen. Also er sagt ja nicht, dass der Shortform-Content aufhören soll, er sagt ja nur, dass man den Shortform-Content mit dem Langform-Content verbinden soll. Of cash. Und das besser besser zusammenmorphen. It's important that they give something back to the creators, because this is what fuels the machine in the long run. And actually companies Koffer voller Geld. Genau, das ist, was uns antreibt. are starting to make the first baby steps toward this. The new TikTok-like homepage of Spotify has been received not in the best way for music, but I think it's amazing for podcasts. On the other side, TikTok has increased the maximum length of a video from 15 seconds to 1 minute and now to 10 minutes. And one of the Machst du dann Eiswürfel? Genau, das ist gar nicht so blöd, einen kleinen Eiswürfel zu einem richtigen Eisberg. requirements for a video to be eligible to be monetized for their new creator fund is that the video is at least 1 minute long. So it's clear that they are starting to go into that longer video territory. But the problem here is still that with the scrolling behavior they have instilled in their app, people on TikTok are just primed to swipe away. This is not the right place to show these longer videos. I really hope this is the way we get out of the mindless doom scrolling without any purpose. But I may be wrong here. Maybe, yes, everything will collapse into 1 minute videos, and so you will maybe not end up watching this next video, which, by the way, you should. Geil. Also erstmal der Übergang zum nächsten Video ist auch super cool gemacht. Generell tolles Video, fand ich sehr interessant. Ja, also das ist auf jeden Fall eine, wenn ich das jetzt mal von meinem Gefühl als Creator zusammenfassen soll, es klingt wie eine realistische Variante, wie das weitergehen kann, indem nämlich beides nebenher existieren kann, und zwar auf denselben Plattformen. Das klingt für mich auch nach einem logischen Schluss, zu dem man kommen kann, wenn man eben jetzt mit diesem Shortform-Content kein Geld verdient. Ich frage mich nur, wie dann dieser Perspektivwechsel abläuft, ne? Also ob man es nun hochkant oder anderweitig konsumiert. Da ist halt ein riesiger Bruch drin und ich finde den schwierig zu übersteigen. Was haltet ihr denn davon? Oder meint ihr, dass sich eine dieser Formen einfach irgendwann notwendigerweise durchsetzen wird? Ich glaube nicht, dass sich eine gegenüber einer anderen Form durchsetzen kann.